Als wo ihn ju herrlicher Dienstagmorgen, der Himmel grau und verhangen, als das Telefon mit einem durchdringenden Klingeln die still in meinem Haus durchbrach. Ein anbekannter Name liegt auf dem Display. Normalerweise ignoriere ich solche Anrufe. Eine Gewohnheit, die ich mir über die Jahr entgegnet hat. Doch an diesem Tag, getrieben von einer unerklärlichen Intuition, nahm ich den Schwur ab. Ein freundlich, aber ernst meine Stimme meldet sich. Guten Tag. Frau Schmidt, hier spricht Herr Weber, Inhaber des Geschäfts des Zeitres. Ich habe etwas hier, das Ihrem verstorbenen Mann gehört. Und ich bin der Meinung, Sie sollten es dringend sein. In diesem Moment schien die Welt für einen Herzschlag stillzustehen. Mein Mann Friedrich war vor 6 Monaten gestorben, und das einzig, was mir als persönliches Andenken hinterlassen hat, war sein golden Taschenuhr, dieselbe Uhr, die ich seitdem vergeblich sucht. Ich ließ mich schwer auf den Bettchen sinken, mein Neigaben unter mir nach. Herr Weber, fragte ich mit sittender Stimme, von welcher Uhr sprechen Sie genau? Ich versuchte, ruhig zu bleiben, doch die Panik kroch langsam mein Wirbelsall hinauf. Ein golden Taschenuhr, Frau Schmidt, mit den Initialen F. M. auf der Arkeseite eingraviert. Ihr Sohn David und ihre Schwiegertochter Lena haben sie mir vor 3 Tagen verkauft. Doch als ich sie auföffnet, den Mechanismus zu überprüfen, fand ich etwas im Inneren, von dem die beiden nichts wussten. Etwas, das für ihre Augen bestimmt ist. Die Wort halten in meinem Kopf weiter wie ein Donnerschlag. David und Lena hatten Friedrichs verkauft. Mein Ohr, das in solche Erwerbse KK, das nach 45 Jahren wirklich Bedeutung hat. Mir war Deibel vor entedalt Aschang und Wort. Herr Weber, sagt ich leis, die sogar Orgneinnen. Sie hatten kein Recht, sie zu verkaufen. Sie gehen rockemar. Ich weiß, Frau Schmidt, antwortete sanft. Die Schau ruf ich sie an. Ich glaub, hier steckt mehr dahinter, als Familie ahnt. Keinen sei heute Nachmittag in mein Geschäft kommen. Ich sagte so und legte auf. Mein Ätchen zitterten so stark, dass ich den extra kaum auf die Gabel legen konnte. Ich ging zu der alten Eichenkommode, in der ich mein wenigen Wurzelchen aufbewahrte. Ich zog die oberste Schublade auf, in der die immer gelegen hat. Leer, wie leer. Wie konnt ich so blind gewesen sein? Wie konnt ich den Verrat in meinem eigenen Haus nicht bemerken? Ich erinnert mich an den letzten Moment, in dem ich Friedrich mit der Adjassen hatte. Es war ein sonniger Sonntagmorgen gewesen, kurz vor seinem Tod. Ich stand in der Küche und kochte Kaffee, als mich von hinten umarmte. Den vertrauten Duft seines Rasierwassers in der Nase. Trug die an ihrer golden Kit, wie immer. Veronika, mein Liebe, hatte gesagt, seine Stimme warm und tief. Dies begleitet mich, seit wir geheiratet haben. Wenn ich nicht müde bin, meint ich, dass du sie behaltst. Es ist nicht nur ein Zeitmesser, es ist die Zeit, die wir zusammen gelebt haben. Jede Sekund, die sie geschlagen hat, war ein Sekund in deiner Zeit. Ich hätte gelchelt und ihn geskolten. Solche die just deren Gedanken zu hegen, wir echten doch noch so viel Zeit. Aber bestand darauf, sein Blick ernst und eindringlich. Versprich mir, dass du sie immer behalten wirst. Sie hat mehr Wert, als du dir vorstellen kannst. Ich hätte es ihm versprochen.
so wei ich arm immer alles versprochen hat. Und dann, ne ein hab's Jahres Peter, wo dieses Highlight versprechen gebrochen wurden, nicht von mir, sondern von unserem eigenen Fleisch und Blut. Ich sog das grüne Kleid an, das Friedrich und mir so geliert hat, strich den Stoff glatt und betrachtete mich im Spiegel. Ein Frau blickte zurück, aber in ihren Augen flackert ein Funke von Entschlossenheit. Wenn ich so herkollen wollte, was mir gehe, buurad ich es mit buurad tan. Piu enkleich, 15 arbetrat ich das klein, nach altem Hosen allriechend Gesch erfärbt. Dieser Teils. Herr Weber, ein Goldtora, Herr mit freundlichen Augen hinter einer Brill. Amortet mich bereits. Frau Schmidt, ich bin froh, dass Sie gekommen sind, sagte und erfuhr mich zu einem kleinen Tisch im hinteren Bereich. Ich heb die hier, aber bewer ich se Ihnen sag, muss ich Sie etwas fragens, hatte man jemals oder het, dass diese ein Geheimnis birgt. Ich kütelte den Kopf. Friedrich war ein ruhiger Mann gewesen, aber Geheimnis. Nicht wo mehr. Herr Weber holt ein klein Samstagteil hervor. Darin lag Friedrichs Ohr, gelonen sind unvertraut, aber den benlegen ein winziger Schleutersell und ein gefolgtes Papier. A man Warsaklag, erklärte Herr Weber, hat einen doppelten Boden in das Gehäuse eingearbeitet. Als ich die eröffnet, fiel dies heraus. Riecht mir das Papier. Ich erkannte sofort Friedrichs sauber Handschrift. Veronika, wenn du das leihst, bedeutet dass mir etwas Suggestos in Island jemand versat hat, der zu nehmen, was dir gehört. Dieser Schausel öffnet etwas, das nur du kennen sollst. Geh zur Deutschen Bank, Filial mit, und frag nach Schleißfach Nummer 12. Sagen, du bist deinen Sage begunstigt. Die Dokumente sein dort sicher. Ich liebe dich. Das ist dafür, dass du niemals von jemandem abhängig sein musst. Tränen stiegen mir in die Augen, als ich die Worte las. Hatte alles geplant. Hat gern, dass ich eines Tages Schutzbrötchen würde. Wählet sogar vor der eigenen Familie. Herr Weber sah mich verständnisvoll an. Ihr Mann hat mir die Reparatur vor über einem Jahr im Voraus bezahlt, sagt leis. Instruiert mich. Wenn jemals jemand anders als sie dies bringt, sollte ich sie öffnen und sie sofort anrufen. Wollte sicherstellen, dass sie niemals schutzlos sind. Ich nahm daher den Schlüssel und den Briefen mich, als wir Rennes kronjuellen. Denke, Herr Weber. Sie wissen nicht, was das bedeutet. Ich verließ den Laden mit einem, Gefahrtus von Lack, aber auch von tiefem Schmerz. Mein Sohn hat mich verraten, aber mein Mann hat mich über den Tod Heinos beschützt. Mit der festen mein Brustgedro erkeitigte ich nach Haus zurück. Das Haus war still, doch ich wusste, dass David und Lena im Wohnzimmer saßen und fernsahen, wie jeden Nachmittag. Ich schlich in mein Zimmer, setz mich auf das Bett und atmet tief durch. Der Ticket leis in meiner Hand, tick, tack, als wollt sei mir Mut sprechen. Ich las Friedrichs Notes noch einmal. Sein Versuch hat mich zu trennen, doch gleichzeitig watcht die Wut auf David und Lena. Ich erinnerte mich, wie sich Verhalten nach der Beerdigung verändert hat. Sonst wären sie sorglich gewesen, hatten Essen gebracht und sich gekümmert. Doch bald wurden ihre Fragen drängender. Mama, das Haus ist zu groß für dich, hat David gesagt. Verkauf es doch und sieh zu uns.
Ich heit abgelehnt. Hier waren mein Erinnerungen. Dann fing Lena an, mein Sachen zu ordnen. Was nichts anders war als durchzuziehen. David fragte stark nach meinen Finanzen, nach Testament und Versicherungen. Und dann, vor einem Monat, hat ich sie belastet. Sie dachten, ich schlief, aber ich war in der Kirche gewesen. Papas Golden muss ein Würmergenwort sein, hätte Lena geflaustert. Wir nennten sie verkaufen für das Gasbeft. David hat gesagt, aber dann sitzt wir sagen sei es der Reparateur. Sie merkt das nicht, sei wird vergesslich. Damals war ich start, hat es würde wollte es nicht wahrhaben. Doch jetzt, mit der A in meiner Hand, war die Wahrheit nicht mehr zu leugnen. Sie hatten mich nicht aus Not bestohlen, sondern aus Gier und Respektlosigkeit. Ich schritt auf der Treppe. David. Schnell versteckt ich die Keys in meiner Handtasche. Klopfte und trat ihn. Mama, geht es dir gut? Wir haben dich gar nicht kommen hören. Es setzt ein falsches Outschellen auf. Mir geht es gut. Sag ich ruhig. Ich wohne etwas erledigen. Musste das Zimmer, als sagte etwas. Mama, wir haben nochmal nachgedacht. Du solltest wirklich so ansehen. Verkauf das Haus, investier das Geld, und wir kümmern uns alles. Alles. Fragt ich straff. So wie euch die deins weiters gekümmert habt. David erblickt. Die Mask fehl. Welcho, mo. Lach mich nicht, David. Ich weiß, dass es sie verkauft habt. Es stammelt, versuchte sich herrgiaden, aber ich ließ nicht locker. Habt sie genommen, ohne zu fragen. Dachtet, die alte Frau merkt es nicht. Wir brauchten das Geld für das Geschäft, rief schließlich verzweifelt. Wir wollten das Peter ein New kaufen. New. Es war das Erbstücke deins Weiters. Hat sie mir auf dem Sterbebett gegeben? Es ist doch schon passiert, Mama. Was willst du jetzt machen? Rief defensiv. Lena, wir müssen reden. David ging, den Kopf gesenkt. Kurz darauf kamen beide zurück. Lena wirkte genervt, David beschämte. Ich stand am Fenster. Den Akku kein Suinen gehabt. Glaubt, ich bin verärgert. Begann ich mich umzudrehen. Aber ich bin nicht verärgert. Ich bin enttäuscht. Ich drehte mich und sah sie an. Wir hat mich bestohlen. Wir haben nichts gestohlen. Fuhr Lena auf. Wir haben Ressourcen der Familie genutzt. Du brauchst dir doch nicht. Sie lagen ram. Ressourcen. Nennt meine Agentum Ressourcen. Hat entschieden, was ich brauche und was nicht. Hat mich entmendigt. Sei doch realistisch, Veronika. Snipp Lena. Du bist alt. Du brauchst kein Geld mehr für die Zukunft. Wir bauen etwas auf. Und meine Zukunft. Mein Bobby spielt das keine Rolle. Welche Zukunft? Lachte Lena bitter. Du wirst nicht mehr heiraten, kein Karriere mehr machen. Du wartest doch nur noch auf das Ende. Ihr Wort wären grausam, aber sie trafen mich nicht mehr so wie Frauher. Ich hat Friedrichs Brief. Vielleicht heirat ich nicht mehr, sagt ich ruhig. Aber ich heb das Recht, mein Leben so zu leben, wie ich will. Mit meinen Erinnerungen, mit meinem Agentum. Es tat uns leid, sagt David leis. Aber wir können die nicht zurückholen. Das Geld ist weg. Dann findet einen Weg, sagt ich. Oder lebt mit den Konsequenzen. Welche Konsequenzen? Fragte Lena spittertisch. Willst du uns raushelfen? Du brauchst uns doch. Roch ich huge.
wofür? Damit mich beklot und belgite. Damit wir dich beflaggen, wenn du alt bist, rief Lena. Das ist der Deal. Wir kümmern uns, dafür bekommen wir das Erbe. Ist jit keinen Deal, sagt ich kalt. Nicht mehr. Ihr habt das Vertrauen zuerst Art. Was willst du jetzt tun? Fragt David ängstlich. Ich will, dass geht. Jetzt. Du wirfst uns raus. Lena starrt mich angelubig an. Ich bitt euch zu gehen. Ich muss nachdenken. Sie gingen noten die zu. Ich esra se unten streiten. Dann still. Ich war allein, aber ich erfühlte mich nicht einsam. Ich fühlte mich befreit. In dieser Nacht schlief ich kaum, aber nicht aus Sorge, sondern vor Aufregung. Friedrichs Wort in meinem Kopf geben mir Kraft. Lass dich von niemandem vom Gegenteil übersiegen. Am anchasten Morgen stand ich froh auf. Zog mein bestes Rots, Kleiden und macht mich auf den Weg zur Bank. Ich hinterließ nur ein Notiz. Bin unterwegs. Punkt nun stand ich vor der Duschenbank. Ich machte zu meinem Schleißfach. Nummer 12, sagt ich der Angestellten. Sei überprüft mein Daten. Frau Schmidt, ja. Sei sein da inside beguen steht. CFU hat mich in einen diskreten Raum und ließ mich mit der Metallbox allein. Mit sittenden Enden auf nicht ich sei. Darin legen Umschläge. Der Rest enthielt einen Brief von Friedrich. Mein liebe Veronika, las ich, und seine Stimme war in meinem Kopf so klar, Osterjud neben mir. Wenn du das leihst, haben sie dich entascht. Ich wusste, dass David schwach ist und Lena gierig. Ich wollte nicht, dass du jemals von einen abhängig bist. In der Box befanden sich Sparbicher, Akten und die Urkunde für ein kleines Haus am Meer, von dem ich nichts gewusst hat. Dieses Haus ist den so flutschesort. Schreiber, es ist bezahlt. Plans dort dein Blumen. Und ein Foto von uns beiden in unserem Hochzeitstag. Fahr die mutigst froh. Die ich kenn. Ich weinte vor Glück und Dankbarkeit. Hatte mir nicht nur Geld hinterlassen, sondern die Freiheit. Die Freiheit, nicht zu sagen. Die Freiheit, nicht mehr Opfer zu sein. Ich verließ die Bank aus ein und der froh. Der Wind blies mir ins Gesicht, aber verhaute sich nicht kalt an, sondern frisch. Als ich nach Haus kam, warteten David und Lena bereits. Sie sahen meimdig und besorgt aus. Wo warst du? Fragt David. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich habe meine Angelegenheiten geregelt. Sagt ich und legt mein Handtasche ab. Mama, wir haben geredet, begann David. Wir wollen es wieder gut machen. Wir lassen uns Geld und kaufen die unsere Kei. Oder eine heimliche. Es geht nicht ja, sagt ich müde. Es geht Respekt. Wir respektieren dich, beteuerte Lena. Doch ihre Augen sagten etwas anderes. Nein, tut ihr nicht. Ihr seht mich als Belastung. Als Mittelsamswick. Was willst du? Das wird tun, fragte David verzweifelt. Ich will, dass sich den spenden. Grundlegend. Wie denn? fragte Lena misstrauisch. So ist einmal. Wir haben keine Schallaussel mehr zu meinem Haus. Ich würde die Chassilose austauschen lassen. Was? rief Lena. Aber wir müssen dort nicht durchsahen. Müssest gar nichts. Whenever kommen wollt, ruft an. Why geste? Du bestrafst uns, sagte David verletzt. Nein, ich goze mich. Und zweitens, ich würde mein Testament ändern. Still. Total still im Raum. Lenas Jesset velogied Farbe. Du enterbest uns, flaustert sei. Ich würde sicherstellen, dass mein Würmerchen dort hingeht,
wo ist Gerechtigkeits Word, und wo man net darauf wartet, dass ich sterb, ist zu bekommen. Mama, das kannst du nicht tun, rief David. Das ist das von Papa. Ihr Vater hat mir alles hinterlassen, damit ich frei bin. Und Gino das Wort ich tun. Ich Word leben. Ich Word reisen. Will ich sie ich ans Meer. Ans Meer. Woven redest du? Fragt Lena verwirrt. Das geht ich nicht an. Das ist mein Leben. David sah Mädchen. Os abjord mich zum ersten Mal sehen. Nicht os sein Automatte, sondern os ein Anerbergage froh. Du hast dich verändert, sagte Leis. Ja, antwortete ich. Ich bin Otjwort. Lenas Notanwäscher ninket die Arm. Du wirst skon sein, was du Daven hast. Wenn du allein und krank bist, wo hilft dir dann? Den neuen Freunde vom Meer. Wählet, sagt ich lächelnd. Oder ich bezahl jemanden, der mich pflegt, anstatt mich zu bestohlen. Ich heb jetzt die Mittel dazu. Du hast Geld, fragte Lena gierig. Ich sah den Glanz in ihren Augen und wusste, dass ich das richtig tat. Genug, ich nicht mehr zu brochen. Ich ging sorte und do öffnet sei. Und jetzt moch ich, dass geht. Ich erwarte den Schauseldienst. David sah gut, wollt etwas sagen, aber Lena sag dem Ramel. Komm, lass sei. Seist Verkauften Jordan. Sie gingen an mir vorbei, nabütend und unverständig. Ich schloss die Tür hinter ihnen und drehte den Riegel um. Das ja auch war das Befriedigendste, das ich geheiratet hatte. Ich war allein im Haus, aber es wollte sich nicht leeren. Es war gefüllt mit Glitschgitten. Ich ging in die Küche, machte mir einen Tee und setzte mich ins Fenster. Ich sah hinaus in den Garten. Aber in Gedanken sah ich schon das Meer. Ich sah ein kleines Haus mit einem Garten voller Blumen. Ich sah mich dort sitzen, mit einem Buch. Den Wind in den Haaren. Friedrich hat mir dieses Leben geschenkt, und ich werde es nicht verschwenden. Ich werde nicht warten, bis das Leben vorbei war. Ich werde jeden Tag genieß ihn, jede Sekund, genau die es geschaut hat. Ich haut die golden Taschenuhr hervor, streichel über das Kalioholmitol und Leichelt. Danke, Friedrich, flüstert ich. Ich habe verstanden. Und Wut rennt die in meine Hand tickt. Tick, tick. Tag, wusste ich, dass mein Zeit gerade erst begonnen hat. Die Tage Virgingen und ein new Routinkarte in mein Leben ein. Aber es war nicht die trist, grau Routine des Wartens auf den Tod, sondern ein lebendig, geschäftig Routine des Neuanfangs. Ich leiste die Chance ausdurchen, wie angekündigt. Der Schauseldienst war ein junger Mann, der fröhlich pfiff, berührend arbeitet. Also mir die neuen Zell in die Handreichkeit. Heute sitzen, als möchte mir den Schaucell zu meiner Freiheit überreichen. Sicherheit ist wichtig, gut froh, sagt es winkend. Ja, antwortet ich. Das Wichtigst. David und Lena versuchten in den ersten Wochen noch ein paar Mal, mich anzurufen oder vorbezukommen. Einmal stand Lena vor der Tür und hämmerte gegen das Haus, schrie, ich seh egoistisch und wollte die der Familie stellen. Ich stand hinter der geschlossenen Tür das Haus klopft, aber ich öffnet nicht. Ich ließ Gräber hallen. Es tat weh, ja. Es war mein Sohn, den sie gegen mich aufhetzt. Aber ich wusste, dass jedes Nachbarn noch weiter in die alte Arbeit in Gerechtigkeit voranwabert. Ich muss stark bleiben, für Friedrich und für mich selbst. Ich begann,
das Haus zu entemen. All die Dinge, die sich über Jahrzehnte angesammelt hatten, und die mich kacken mussten weg. Ich spendiert Kleidung, verkauft alte Mobil, die ich nicht gemut hat, und warf weg, was kaputt war. Mit jedem Subteke, dass das Haus verließ, erhaut ich mich later. Ich entdeck mein Liebesummelere wieder, ein Hobby, das ich aufgegeben hat, als die Kinder kämen. Ich kaufte mir ein Staffelei und Farben und richtete mir im Wintergarten ein kleines Atelier ein. Die Farben brachten Licht in mein Leben, das so lang grau gewesen war. Ich malt Blumen, Landschaften, Erinnerungen, und ich bereitet meinen Umzug vor. Das Haus am Meer war tit. Ich fuhr an einem Wochenende hin, es mir anzusehen. Es war genau so, wie Friedrich es beschrieben hatte klein, weiß geht nicht, mit blauen Fenstern und einem wilden Garten, der direkt in die Dünen überging. Als ich dort stand, den salzigen Wind im Gesicht, wusste ich, dass ich Herr Gewante, Herr berührt ich nicht die, alte Frau Schmidt, sehen, sondern einfach Veronika. Ich traf Nachbarn, ein älteres Paar, das mich herzlich willkommen heiß, und Vorteil, und Erwartungen. Der Verkauf meines alten Hauses in der Stadt ging schneller als erwartet. Ein junges Paar verliebt sich darin, Gino wie Friedrich und ich damals. Sie hatten Pune, Traum, und ich freut mich, das Haus in guten Aschenenden zu wissen. Als ich den Kaufvertrag unterschrieb, zittert mein Hand nicht. Es wurde Richtigkeit Schritt. Das Geld legt ich sicher an. Einen Teil davon spendiert ich in eine Stiftung für einsame Senioren, damit euch andere die Chance auf Hinab in Gickit bekommen. David erfuhr vom Verkauf durch Dritt und rief mich abüten an. Du verkaufst unser Elternhaus. Wie kannst du na? Das ist unser Erbe. Es war mein Haus, David, sagte ich ruhig am Telefon. Und jetzt ist es mein Fahrrad in ein neues Leben. Ich heb dir an Lena genug gegeben. Ihr seid jung, ihr kann nicht arbeiten. Ich heb mir meinen Ruhestand verdient. Ich legte auf, bevor antworten konnte. Ich wollte sehen wo, Rafa nicht mehr ich renn. Ich hat kein Schuldgefühl mehr. Ich hat alles getan, was ein Mutter tun konnte, und mehr. Jetzt war ich in der Reihe. Der Tag des Amts kam. Der Mobiligen war gepackt, das Haus leer und hallend. Ich ging ein letztes Mal durch die Adum. Hier hat ich gelacht, gelebt. Aber die Erinnerungen waren nicht in den Enden, sie waren in meinem Herzen. Ich nahm Friedrichs Ohr aus der Tasche, öffnete den Deckel und sah auf das Zifferblatt. Es war Zeit zu gehen. Ich stieg in mein kleines Auto, das ich mir von einem Teil des Erbs gekauft hat, und fuhr los. Ich sah nicht zurück. Die Autobahn fu hat mich weg von der Stadt, weg von den Enterschungen, hin zum Meer. Als ich die Küste reit, ging die Sonne gerät, unter tot den Himmel, in ein spektakuläres Farbenspiel aus Orange und Violet. Ich parkte vor meinem neuen kleinen Haus, et mit die salzige Luft in und erfuhr einen tiefen Frieden. Ich war angekommen. Die Jahre am Meer waren die Gleichlichten meines späten Lebens. Ich fand new Freund, trat einem Maulzirkel bei und engagiert mich in der Gemeinde. Ich war nicht einsam. Ich war lebendig. David besattet mich nahe, aber Lena schrieb mir einmal einen Brief, als sei ich rate, dass ich krank geworden war, ein leicht Grip nah. Der Brief war voller falscher Sorge und indeed mit der Frage, ob ich mein Testament schon gemacht as dete.
Ich verbrannte den Brief im Kamin und sah so, wie die Asche durch den Schornstein in den Himmel stieg. Ich hat mein Testament gemacht, mein Vermögen wurde an Organisationen gehen, die sich das Wohl von Menschen kümmerten, nicht an Gier und Undankbarkeit. David und Lena hatten ihr Lektion willig nicht gelernt, aber ich hat mein gelernt. Man darf sich niemals ausüben. Man darf niemals zulassen, dass der über den eigenen Wert bestimmen. Und man ist nie so alt für einen Neuanfang. Ich saß oft auf der Bank vor meinem Haus, blickte auf die Wellen und dachte an Friedrich. Ich wusste, wäre stolz auf mich. Ich trug sein Haar jeden Tag. Sie war nicht nur ein Zeitmesser. Sie war mein Kompass, der mir gesagt hat, wo Norden war, als ich mich verrat hat. Eins abends, als die Sonne im Meer versank und der Himmel brannte, nahm ich dir in die Hand. Danke, flüsterte ich in den Wind. Vor die Zeit, die wir hatten, und vor die Zeit, die du mir geschenkt hast. Die Artikel les in meiner Hand, einstädtischer Herseklag. Tick, tack. Das Leben geht weiter. Und es ist schön. Ich schloss die Augen, loschete dem Rauschen des Meers und dem Ticken der und wusste, dass ausgeht war. Ich war Veronika, die Frau, die ihr eigen Gesture nu geschrieben hat. Und das war das große Erbe, das ich hinterlassen konnte. Nicht Geld oder User, sondern das Beispiel, dass es nie so spät ist, für sich selbst einzustehen. Als ich 85 wurde, gab ich ein großes Fest in meinem Garten. Meine neuen Freunde waren da, die Nachbarn, die Leute aus dem Mauzirkel. Wir tranken Wein, aßen Kuchen und lachten bis tief in die Nacht. Ich sah mich und sah nur freundlich gesichter Menschen, die mich mochten, weil ich war, nicht weil sie etwas von mir wollten. In dieser Nacht, als alle gegangen waren, saß ich noch schlecht draußen. Der Mond spiegelte sich im Wasser. Ich dachte an David. Ich hoffte, dass einst Tages verstehen würde. Dass einst Tages erkennen würde. Dass Liebe nicht, kein Afflich ist und Respekt nicht erzwungen werden kann. Weil ich probiert, es seinen eigenen Kindern bisher Worte vermitteln. Ich wollte nachher aber mein Groll war verflogen. Hat keinen Platz mehr in meinem Herzen. Das sowohl war von neuen Eindrücken und Gefühlen. Ich war frei. Ich ging ins Haus, legte mich in mein Bett und rat der mir zu. Friedrichs Ohr lag auf dem Nachttisch. Sie ward auf morgen noch ticken, und ich ward auf morgen noch leben. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Denn das Leben ist ein Geschenk, und ich hat endlich gelernt, es auszupacken.